Wir erkunden unbekannte Landschaften und Eingeborene. So Mauern, die sehen schon uralt aus. So, das ist jetzt aber nichts für schwache Nerven hier. Wir erkunden unbekannte Landschaften und Eingeborene. Bis es schwupp macht und wir festhängen. Ja. Sind das Wasserkanister da oben drauf? Ja. Ja, ne? Also da ist ein spanisches Restaurant und da kann man marokkanisch essen wohl und beide auch sehr gut bewertet. Hier an der Ankerbucht und ich möchte mal an Land gehen. Da oben sind so Mauern, die sehen schon uralt aus. Das wäre ein schöner Punkt. Hinter mir ist eine Barre, die besteht aus Steinen. Ja, sieht man auch so ein bisschen hinter der gelben Boje. Da bricht sich das Wasser. Ist nicht viel, aber immerhin. Ist schön hier.
folge jetzt hier so einem Trampelpfad. Da habe ich die Jugendlichen schon den ganzen Morgen immer rübergehen sehen. Es gibt hier so eine Art Mini-Bucht mitten im Fels und da springen die immer von den Klippen. Und da versuche ich jetzt mal hinzukommen. Ich kann jetzt nicht abschätzen, wie hoch das ist, aber hinter mir das Plateau. Von da aus springen die immer runter, die Jungs, hinter denen ich gerade hergelaufen bin. Und das sind sicherlich 10 Meter. Nicht schlecht, Respekt, für mich wäre es zu hoch. Das war jetzt beschwerlich, der Aufstieg. So kreuz und quer auf rutschigem Geröll. Und jetzt habe ich zum Glück den Trampelpfad erreicht. Und der führt da hinten zu dieser Felsnadel, wo diese uralten Mauern sind. Also wahrscheinlich phönizische, maurische, wer weiß das schon. Da komme ich her. Und da unten sind die Spezialisten und springen gleich. Das ist jetzt aber nichts für schwache Nerven hier. Wir sind jetzt an den Baterías y Cuartel de Fajardo. Das ist am Beginn des Naturhafens von Cartagena. Das ist eine Festung aus dem 17., 18. Jahrhundert. Und da kann man rein. Und das mache ich jetzt auch. Wow, das ist ja offen, das hätte ich gar nicht gedacht. Wahnsinn. Das ist ein schöner Innenhof. Das ist total luftig hier. Es wird ja schon sehr warm. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, hier sind Löcher im Boden. Wird ja schon sehr warm und das ist im Sommer, ist das bestimmt
angenehm kühl hier drin. Hinter mir steht ein großer Feigenbaum. Hängen auch schon Früchte dran. Also ich mag diese alten Orte, diesen morbiden Charme, das finde ich unglaublich spannend. Ich finde es aber auch schade, dass das so verfällt, weil das ist ein sehr, sehr schönes Gebäude. Gut, das liegt total abgelegen auf einer Bergspitze, aber könnte man was draus machen. Der Architekt in mir trauert. Und man kann auch nicht alles erhalten, ne? Ich finde das lustig, hinter mir die Hutablagen, Kleiderhaken. Also ich habe da so ein Bild im Kopf von Dreispitzen, die da drauf liegen und schwarzen Wollmänteln, die da dran hängen oder blauen. Ob das die Messe war oder was war das hier? Ein großer Saal auf jeden Fall. So, hier drin habe ich jetzt mal genug gesehen. Also man sieht schon, dass es noch recht lang Betrieb war. Das sieht mir irgendwie nach 60er Jahren Platten aus. Aber jetzt steht es leer. Ich finde hier im Eingangsbereich den Boden finde ich so schön. Das war jetzt wieder spannend. Alte Steine und romantische Ausblicke. Dreispitze und Marinemäntel anhaken. Die hingen da nicht, aber das ist mein Bild. Hinter uns zu sehen die Ankerbucht von Alamega Chica, wo Christoph ja gerade unterwegs war. Ich war aus bekannten Gründen ja nicht mit dabei. Mit meiner Höhenangst ist dieses Rumkrabbeln und so weiter alles nichts für mich. Aber ich schaue mir gerne die Bilder an und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen, dass Christoph euch da mitgenommen hat. Das nächste Mal werden wir noch mal in der Stadt sein. Wir wollen euch noch ein paar Sachen zeigen aus der Stadt und man merkt, uns gefällt das hier ziemlich gut. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach den Kanal und schalte die Glocke ein. Dann wirst du informiert, wenn das Video rauskommt. Und auf Instagram und Facebook bist du immer einen Hauch näher dran. Wenn du magst, dann folge uns doch auch dort. Share, like und comment. Und bis dahin. Bis dahin. Tschüss.